Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie SEPA-Lastschriften erstellen und die Datei online bei Ihrer Bank einreichen. Hierfür gibt es bestimmte Voraussetzungen. Als erstes muss die Abrechnungsart Abbuchen bei den verschiedenen abzurechnenden Touren im Rechnungsteil hinterlegt sein. Um SEPA-Lastschriften nutzen zu können, muss eine Bankverbindung beim jeweiligen Rechnungsempfänger hinterlegt sein. Ob eine Bankverbindung hinterlegt ist, sehen Sie daran, dass das Wort Bankverbindung im Rechnungsteil grün dargestellt wird. Sie haben hier die Option, eine Bankverbindung für den Rechnungsempfänger zu hinterlegen, in diesem Fall der Eigentümer, oder eine Bankverbindung speziell für diese Liegenschaft. Eine SEPA-Lastschrift erstellen Sie wie folgt. Hierzu wählen Sie das Druckersymbol. Es öffnet sich das Fenster Rechnung erstellen. Hier muss auf Abbuchen, Rechnung und SEPA gestellt werden. Anschließend klicken Sie auf das Lupensymbol. Hier öffnet sich das Fenster für das Abbuchungsverfahren. Der Menüpunkt Rechnung und Buchungssatz für Lastschriften muss dabei ausgewählt sein und mit OK bestätigt werden. Die nun getroffene Auswahl bestätigen Sie mit OK. Anschließend erhalten Sie die Anzahl der erstellten Lastschriften. Sollten Sie die nachfolgende Einstellung unter Dienste, Sondereinstellungen, Rechnung 1 gewählt haben, wird automatisch ein Zahlungseingang bei Erstellung der Lastschrift gebucht. Bitte beachten Sie, dass die SEPA XML-Version von mehreren Banken von 2.0 auf 3.0 umgestellt wurde. Bitte korrigieren Sie Ihre Einstellung und passen Sie diese an. Dies erledigen Sie unter Rechnung, SEPA-Einstellungen. Hier öffnet sich folgendes Fenster. Unter SEPA XML-Version ändern Sie im Dropdown-Menü bitte ab von 2.0 auf 3.0 und bestätigen Sie dies mit OK. Die Lastschriften erstellen Sie über folgende Menüpunkte: Rechnung, SEPA-Lastschriften erstellen. Es öffnet sich folgendes Fenster. Hier können Sie gegebenenfalls Korrekturen vornehmen, wie zum Beispiel einzelne Buchungssätze löschen oder eine Liste aller Buchungssätze drucken. Nun wählen Sie SEPA-Datei erstellen. Anschließend legen Sie die Auswahl der Buchungen fest. Diese können Sie nach Belegnummer oder Buchungsdatum einschränken und alte DTA-Sätze nochmal abbuchen. Achtung! Hier werden alte bereits gebuchte Sätze nochmals abgebucht. Ihre Auswahl bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie nun das Verzeichnis aus, in welchem die Datei gespeichert werden soll. Die gespeicherte Datei können Sie anschließend online an Ihre Bank übertragen. Ihre eigene Bankverbindung hinterlegen Sie über Dienste, eigene Daten, Banksteuer. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.